1975. Die internationale Presse schaut auf den ugandischen Diktator Idi Amin und seine Auseinandersetzung mit der einstigen Kolonialmacht Großbritannien. Amin called himself the conqueror of the British Empire. Sein antiimperialistischer Zorn richtet sich gegen den in Uganda lebenden britischen Autor Dennis Hills. Dieser will ein Buch veröffentlichen, das Amin kritisiert. Daher hat Amin Hills zum Tod durch Erschießen verurteilt. Any British citizen who is here against me or against the people of Uganda, he will face the law of the country. Die Briten wissen, dass das keine leere Drohung ist. Amins Regime ist für seine Folterkammern, staatlich sanktionierte Morde und öffentliche Hinrichtungen bekannt. The scale of violence was immense. In the 8 years that he was in power, almost 300,000 people were massacred. Queen Elizabeth schreibt persönlich an Amin und bittet ihn um Gnade. Der Diktator ignoriert ihr Gesuch. Großbritannien lenkt schließlich ein. Der britische Außenminister fliegt nach Uganda, um Hills Freilassung zu sichern. Der Autor entschuldigt sich für sein Buch. Und Großbritannien stimmt sogar zu, die Hilfszahlungen für Uganda neu zu prüfen. It was a very clever setup by Amin. Critics have written Amin off as a buffoon, as a big dumb brute. But in actual fact, Amin was far more strategic, calculating, cunning, clever than anyone would have ever imagined. Idi Amin stieg aus bescheidenen Verhältnissen zur Macht auf, nahm Millionen Uganda für sich ein und versetzte seine zahlreichen Gegner in Schrecken. War er einfach ein mörderischer Tyrann oder hatte sein Wahnsinn Methode? Dictatorships have had an incredible impact in the past century. These dictators ended up learning from one another. They're all different, but many use the same tactics. The use of terror, propaganda, Control the elite. create an enemy, cult of personality. use violence. These are tools that dictators use to stay in power. Uganda 1952. Idi Amins Aufstieg zur Macht beginnt in der Kolonialarmee. Sein späterer Diktaturstil soll von dieser Institution stark geprägt werden. Mit 24 ist Amin aufstrebender Unteroffizier bei den King's African Rifles, dem britischen Eliteregiment in Ostafrika. Individuals like Amin were recruited into the King's African Rifles to help the British maintain order. They were essentially the muscle behind the colonial establishment. Die ersten Briten kommen im 19. Jahrhundert in die Region, angelockt von den reichen Schätzen an Kaffee, Tabak und Gold. 1893 wird das britische Protektorat Uganda gegründet. Jahrhundertelang hatte dieser Teil Ostafrikas Dutzenden freien Völkern gehört und war in mehrere Königreiche aufgeteilt, darunter Buganda, Toro, Ankole und Busoga. Jetzt kontrollieren die Briten das ganze Land. Sie besiedeln die fruchtbarsten Gegenden und beuten die natürlichen Ressourcen aus. Colonial rule, caused hardships. Because colonial rule destroyed our kingdoms, destroyed our rulers. If colonial rule had not come, we would be somewhere. We would be better off. Unter der britischen Regierung haben die Afrikanerinnen und Afrikaner, so auch Idi Amin, quasi keine politische und wirtschaftliche Handhabe. The colonial powers thought that Africans were inferior to all white people. They were seen as being particularly primitive, unable to look after themselves or rule themselves. Amin
very much grew up within that system. Amin kommt vom kleinen Stamm der Kakwa, das zur muslimischen Minderheit in Uganda gehört. Als Afrikaner kann Amin den Rang eines Oberstabsfeldwebels erlangen, aber niemals als Offizier dienen. Trotz dieser Einschränkung ist er entschlossen, alle Erwartungen zu übertreffen, Grenzen zu sprengen und so hoch wie möglich aufzusteigen. Amin was always thinking about ways that he could get ahead. Idi Amin, when I joined the battalion, was a very junior soldier then, and although he was illiterate, virtually no education at all, he made a mark for himself extremely quickly. Amin was strong, athletic, he had good skills on the rifle range. He was known to be ruthless, which good soldiers are. You've got to be. People who knew him as a child said that he was very violent, and in fact, he would get into these punching matches with other children. And one of his former childhood friends said that there were times that if they had not intervened to break up the fight, Amin would have killed the other child. Doch in der Kolonialarmee lernt Amin, Gewalt gezielt zu nutzen, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Dieses Vorgehen setzt er auf seinem Weg zum Diktator immer wieder ein. Violence is extremely important to almost any dictator because it can be used as an opportunity to not only consolidate their hold over power, to also get rid of opposing forces, to get rid of external threats. Amin's use of violence was not mindless, it was measured. And the object was always to keep the hold on power. He wanted to very clearly, very publicly, very visibly demonstrate that he was invincible and that no one could threaten him. 1952 bekommt Amin eine Gelegenheit, durch den Einsatz von Gewalt zu mehr Macht zu gelangen. Im benachbarten Kenia droht ein Aufstand auf die gesamte Region überzugreifen. Die zur Mau-Mau-Bewegung zusammengeschlossenen Volksgruppen lehnen sich gegen die koloniale Unterdrückung auf, indem sie Farmen und Anwesen von Briten überfallen. Dutzende weiße Siedler werden getötet. In Ostafrikas Kolonialbevölkerung breitet sich Schrecken aus. The British were up in arms because, for the first time, they were being targeted. Um den Aufstand zu unterdrücken, greifen die kolonialen Machthaber zu drastischen Mitteln. The British stamped it out with a great deal of force and violence. And it certainly seems that there were a lot of atrocities committed by the British, but that doesn't mean that the British officers were doing the killing and the torturing themselves. They were getting their African soldiers to do it for them. Die Briten lassen ihre besten Soldaten diesen Kampf führen. Einer von ihnen ist Corporal Idi Amin. Amin gehört zur ersten Angriffswelle der Kolonialstreitkräfte gegen die Mau-Mau im Frühjahr 1953. Seine kämpferischen Fähigkeiten werden bei einer Nachtpatrouille im kenianischen Regenwald auf die Probe gestellt. My memory is that Idi Amin was actually leading that patrol at the time. We were ambushed by a Mau-Mau gang, and he was very nearly decapitated. Idi reacted extremely quickly. Then the rest of the Mau-Mau gang, they started to attack us as well, and we only had a very quick engagement. Das Scharmützel ist sehr brutal und schnell vorüber. Viele Mau-Mau werden getötet, die anderen fliehen.
Amin was involved in extremely harsh types of violence against the Mau Mau. But of course, this is something that pleased the British. Der Guerillakrieg der Mau Mau setzt sich in den 1950er Jahren fort. Amin sammelt Kampferfahrung und seine Neigung zur Grausamkeit spricht sich auch bei seinen Vorgesetzten herum. So there's a certain level of cruelty that he learned in the colonial laboratory. And the fact that he was promoted at every level meant that this cruelty was seen as functional. So empfängt der spätere Diktator eine eindeutige Botschaft. Probleme löst man mit Gewalt. Mit Gewalt kommt man voran. 1960 ist der Mau-Mau-Aufstand niedergeschlagen. Mehr als 10.000 Rebellen wurden getötet, weitere Tausende interniert und gefoltert. Amins Erfolg auf dem Schlachtfeld bietet ihm eine gute Ausgangsposition für sein weiteres Vorankommen. Aber es gibt ein Problem. Amin hat bereits den höchstmöglichen Rang erreicht. Eine weitere Beförderung ist für Afrikaner nicht möglich. Im Offizierskorps der Kolonialmacht sind nur Weiße zugelassen. Doch am 3. Februar 1960 eröffnet sich Amin über Nacht eine neue Perspektive. Der britische Premierminister Harold Macmillan verkündet, dass Großbritannien all seinen afrikanischen Kolonien die Unabhängigkeit gewähren wird. After the Second World War, really, it became increasingly obvious to the British that they couldn't maintain the empire as it was and had been. Partly that was because of economic weakness after having fought such a long war. Partly it was because of international pressure. Noch bevor die Briten abziehen, erlebt Uganda einen drastischen Wandel. Durch demokratische Wahlen soll ein neues Staatsoberhaupt bestimmt werden. Und die Rangbeschränkung für schwarze Soldaten wird erstmals offiziell aufgehoben. 1961 wird Amin zum Lieutenant befördert und ist somit einer der ersten ugandischen Offiziere in der Kolonialarmee. I think probably for Amin, independence would have represented both a threat and an opportunity. It would have represented a threat because his power base up till then had been very much through the British, particularly through the military part of British colonial rule. Independence meant that a lot of his power base was disappearing, and so he would have to develop a different set of strategies for succeeding, getting on, and winning. Am 9. Oktober 1962 wird Ugandas Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich offiziell und die Machtübergabe ist abgeschlossen. Idi Amin und Millionen Uganda feiern ihre Befreiung von der Fremdherrschaft. At the time of independence, I was in the government as a public civil servant, and we are all thrilled, we are excited. Here we are, young men, and blacks taking charge of the country. Das Ende der Kolonialisierung hat Idi Amin einen höheren Status verschafft, als er je für möglich gehalten hatte. Er steigt im Militär schnell weiter auf und wird bald Oberbefehlshaber. What he soon came to recognize is that by getting rid of the British, there created a space from which he could enter and assume power. Um seine Karriere voranzubringen, verbündet sich Amin mit dem neuen, demokratisch gewählten Premierminister von Uganda, Milton Obote. Obote and Amin were really polar opposites. Obote was an intellectual, a politician, a very educated man. Amin was a soldier, strong,
charismatic, very popular among the rank and file. It was useful for Obote to have a military ally, and it was certainly useful for Amin to have a political ally. Obote weiß, dass er die Armee braucht, um seine Koalitionsregierung zu stützen, in der bereits interne Machtkämpfe toben. Der ehrgeizige Offizier Amin scheint perfekt geeignet, um Obotes Autorität zu verteidigen. Innerhalb von 3 Jahren befördert Obote Amin zum Colonel und Oberbefehlshaber der Armee. Die beiden Männer bilden ein mächtiges Bündnis. Doch dann werden sie mit einer Krise konfrontiert, die für beide das Ende bedeuten könnte. 1966 bekommt Obotes Regierung starken Widerstand von ihrem Hauptgegner zu spüren. Das Königreich Buganda erstreckt sich über einen großen Teil des Südens von Uganda. Sein Volk strebt schon lange nach mehr Macht und Unabhängigkeit. Der bugandische König Kabaka Mutesa II., der zuvor als Präsident von Uganda amtierte, fordert einen Regimewechsel. Die Buganda behaupten, eine kriminelle Verschwörung aufgedeckt zu haben, in die Obote und sein Lakai Idi Amin verwickelt seien. Die Buganda haben recht. Amin hat über 1 Jahr lang seine hohe Position in der Armee missbraucht. Mit Obotes Unterstützung hat er ein großes Schmugglernetzwerk aufgebaut, das Rebellen und Söldner im kongolesischen Dschungel mit Waffen beliefert. Im Gegenzug hat Amin große Summen an Bargeld, Gold, Elfenbein und Kaffee erhalten, was ihm und dem Premierminister zu großem Reichtum verholfen hat. Amin had actually profited significantly from these deals. That $30,000 had miraculously appeared into his own bank account. Für die Buganda zeigt dieser illegale Waffenhandel, dass Obote und Amin abgesetzt werden müssen. Der bugandische König plant eine bewaffnete Rebellion gegen die Regierung. Idi Amin könnte alles verlieren, für das er so hart gearbeitet hat: Status, Reichtum, Macht. Obote und Amin reagieren schnell auf die Krise. Amin befiehlt seinen Truppen, den bugandischen Palast in der Hauptstadt Kampala zu umstellen. Am nächsten Tag greifen sie an und setzen den Palast in Brand. Viele Rebellen finden den Tod und der bugandische König flieht außer Landes. Unterstützt von Amin nutzt Obote die Ereignisse als Vorwand dafür, die Verfassung außer Kraft zu setzen und alle Oppositionsparteien zu verbieten. Der Wandel der jungen Demokratie Uganda in eine Diktatur beginnt. Viele Uganda sind über Obotes Machtergreifung entsetzt, doch nur wenige protestieren. Alle wissen, dass Idi Amin und seine Armee jeden Widerstand gnadenlos niederschlagen werden. Im Gegenzug für seine Hilfe bei der Sicherung der Macht erhebt Obote Amin in den höchstmöglichen Rang. He became commander of the army, and he became unchallenged military leader within the country. Der Mann, der als niederer Fußsoldat in der Kolonialarmee begann, hat nun die alleinige Kontrolle über das Militär. In einer Diktatur ist dies ein mächtiges Instrument. The army has all the guns and trained soldiers. And if the dictatorship wants to establish a monopoly over the coercive apparatus of the state, number one, and number two, the legitimate use of violence within the state, then absolutely you need the cooperation of the military. Als Oberbefehlshaber ist Idi Amin in der stärksten Position, die er je hatte. Er wird alles tun, um dort zu bleiben. Amin recognized that the military could be the ultimate arbiter of power and that he didn't need to necessarily follow the orders of a president. And so once he was head of the military, Amin began amassing supporters by recruiting heavily from his home region
his so-called ethnic kin to build up a greater base of support. Obote erfährt von Amins Plänen, doch eine direkte Konfrontation mit seinem mächtigen Oberbefehlshaber birgt zu große Risiken. As it became increasingly aware to Obote that Amin might actually become a threat to his own hold on power, Obote began trying to find ways to stifle him. Obote nutzt seine interne Spionageorganisation, um das Militär zu überwachen. Er infiltriert das Offizierskorps mit Loyalisten, die Amin im Auge behalten sollen. So over time it was this calculated game of chess. 1971 glaubt Obote, dass er genug Unterstützer innerhalb der Armee hat, um gegen seinen untreuen Oberbefehlshaber vorgehen zu können. Obote plant, Idi Amin seinen Rang, seine Macht und seine Freiheit zu nehmen. Am 5. Januar reist Präsident Obote von Uganda zur Commonwealth-Konferenz in Singapur. Aus der Ferne gibt er den Befehl zur sofortigen Verhaftung Idi Amins. Obote sent a message back to Uganda, to the military, saying that Amin should be arrested for subversion. Doch Obote hat die Loyalität der Armee gegenüber ihrem Oberbefehlshaber unterschätzt. Amin hat über Jahre eine Streitmacht aufgebaut, deren Truppen ihm treuer ergeben sind als der Regierung. The message from Obote was actually intercepted by a lower-ranking soldier who was loyal to Amin, who then relayed the message on to Amin. He saw the writing on the wall. He knew that he was going to be eliminated. Amin kontert und fährt schwere Geschütze auf. Mit Hilfe der Armee plant er einen Putsch. Er schickt seine Truppen in die ugandische Hauptstadt. Er lässt Obotes Residenz mit Panzern umstellen und Straßensperren errichten. Seine Soldaten liefern sich Feuergefechte mit den wenigen verbliebenen Einheiten Obotes. Innerhalb weniger Stunden ist der letzte Widerstand gebrochen. Und Idi Amin hat die Kontrolle über Uganda. Tausende Kilometer entfernt wird Milton Obote in Singapur völlig überrumpelt. Dr. Obote will come back to Uganda as a citizen of Uganda, but not as a president of the Republic of Uganda. Manche Uganda haben insgeheim auf diesen Moment gehofft, weil sie Obote für korrupt, abgehoben und elitär halten. Ihrer Meinung nach hat er sein Schicksal verdient. Obote had become increasingly unpopular among many Ugandan groups. Many folks saw him as removed from the masses, and they wanted him overthrown. Obote kehrt nicht nach Uganda zurück. Wegen Amin sieht er sich gezwungen, ins Exil nach Tansania zu gehen. Amin hat seinen größten Gegner besiegt und die Macht ergriffen. Doch er hat ein Problem. Viele Uganda misstrauen diesem brutalen Militärchef, der nun über ihr Land herrscht. Many people were on edge. They were very nervous about what was coming. Um die Zuneigung seines Volkes zu gewinnen, verzichtet Amin vorübergehend auf aggressive Gesten und startet eine nationale Charmoffensive. When Amin came in, his first few weeks we were just brainstorming tours across the country. Amin was a master strategist. He was very good at reading people, and he knew what they needed to hear and when. Amin überzeugt das Volk davon,
dass unter seiner Regierung die Versprechen der Unabhängigkeit endlich erfüllt werden. Bessere Wohnungen, bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Zukunft. He talked a strong anti-colonial line. He talked the language of the African man taking over power over his own country and his own economy. He made all the right noises. Noch höhere Beliebtheitswerte erreicht Amin, als er verspricht, die Demokratie wieder einzuführen. Would you like to stand for parliament yourself? I am not ambitious of standing for power, but my job is that I want to hand over the government clean to somebody who is coming. And that's what I want. And then I can go back to barracks and then take again order from him. You will see me, I'm coming, saluting him and obey his order. He represented a fresh start. It was a time of possibility and hope and excitement. Doch Amins unglaubliche Beliebtheit und seine neue Macht lenken ihn auf einen anderen Weg. März 1971. Nur 2 Monate nach dem Putsch vernichtet Amin jede Hoffnung auf Demokratie. Er begründet eine neue Diktatur und reißt die Macht an sich. Power corrupts. So once you go into this position and you realize as an individual what you are able to do with power, then you want to keep it rather than give it away. Die Mehrheit aus den unteren Schichten unterstützt Amin. Doch die Opposition derer, die in Milton Obote weiterhin das rechtmäßige Oberhaupt Ugandas sehen, ist stark. At the very beginning of his regime, he was absolutely terrified of being overthrown. Different military leaders, cabinet officials, and the soldiers who were associated with the former president, Milton Obote, were a threat to Amin because they had the ability to potentially threaten his hold on power. Amin möchte auf keinen Fall das Schicksal seines Vorgängers teilen. Daher unterdrückt er jeden Widerspruch sofort. Er folgt dem Beispiel vieler Diktatoren und konstruiert ein System, das ihn und sein Regime effektiv vor Bedrohungen von innen schützt. Having control over the secret police is an incredibly important tool for any dictatorship, particularly in the beginning. They have to set the tone and set the message straight that nobody can be disloyal and survive this regime. Amin macht Uganda zu einem Polizeistaat. Er baut ein großes Netzwerk aus Geheimagenten, Spionen und Vollstreckern auf, das sämtliche Regierungsebenen, das Militär und auch die Straßen überwacht. Viele Mitglieder der Geheimpolizei erkennt man leicht an ihren geblümten Hemden, dunklen Sonnenbrillen und schicken Autos. What happened after the coup spoke volumes. All he was interested was how the army would deal with any opposition to his leadership. Die Geheimpolizei führt tausende Verhaftungen durch. Ohne Vorwarnung, ob Tag oder Nacht, holen sie die Zielpersonen aus Militärbaracken, von der Straße oder aus ihren Wohnungen. If he suspected you to be in conversation with his opponents, he would not just delay, he would just remove you instantly. Not putting them before a judicial system, just murdering. Innerhalb des ersten Jahres von Amins Regime werden schätzungsweise 10.000 Uganderinnen und Ugander vom Staat ermordet. They want certain people out of the way because they regard them as infections that could spread. And they want to use them as examples of what could happen to you if you step out of line.
Doch Amins wahre Grausamkeit zeigt sich hinter den verschlossenen Türen der Staatsgefängnisse. Die Gräuel seiner Folterkammern erlangen traurige Berühmtheit. Die Gefangenen werden zum Beispiel in kochendes Wasser getaucht, gezwungen, sich gegenseitig mit Hämmern zu schlagen und tütenweise Salz zu essen, bis sie tödlich dehydriert sind. Many dictatorships resort to using torture because it ensures compliance. It actually also serves the purpose of psychologically affecting the victim quite extensively, that they won't ever again attempt to challenge the regime. The consolidation of power is brutal. This government is born in an orgy of blood. Because it's purging of all elements which he thinks could challenge his hold on power. Amin sorgt dafür, dass jeder in Uganda den Preis für vermeintlich illoyales Verhalten kennt. Er veranstaltet regelmäßig öffentliche Hinrichtungen. He wanted to send a very clear message to his opponents that no disloyalty would be tolerated. Anyone who threatened his power was almost a death sentence. Ordinary people in dictatorships want to rebel, want to bring the regime down, but they are facing a gun, a loaded gun, and they will be killed. Many of them will be killed if they rebel. Die Menschen aller Gesellschaftsschichten Ugandas begreifen, dass sie überwacht werden und dass es lebensgefährlich ist, sich Amin zu widersetzen. Everybody in Uganda, members of the armed forces, police, and the public, they are responsible for my security. And immediately they hear anybody making subversive activities or try to plan anything against me, they report that person straight to the police. This is what I am happy because it seems that they love me, and that's why they are doing this, which I'm very happy and I thank them very much. Solange Amin an der Macht ist, werden Menschen ermordet. Alle Bevölkerungsgruppen sind von den Tötungen betroffen. Die Armee, Bauern, Studenten, Beamte, sogar Geistliche. Häufig lässt Amin die Leichen seiner Opfer in den Nil werfen, wo sie dann von Krokodilen gefressen werden. My own house in Jinja, and I had a farm on the other side, and I would see dead bodies floating across the river. Many people died during Amin's time. In the 8 years that he was in power, almost 300,000 people were massacred. In fact, that number, according to Amnesty International, is cited to be as high as 500,000 people. Amins Grausamkeit bleibt der Grundpfeiler seiner Diktatur. Doch er weiß auch, dass eine reine Schreckensherrschaft nicht funktioniert. Dictators are very careful. You know, we talk about indiscriminate acts of violence as a strategy that are used by dictators, but there is a tipping point. Dictators do not want to kill everyone. You don't want to create so much state repression, so much violence, that you actually end up instigating a rebellion from within or a revolution from within. Im nächsten Schritt tauscht Amin also die Peitsche gegen das Zuckerbrot. In einer dramatischen Inszenierung gibt er dem Volk, was es seiner Meinung nach will. So glaubt er, sich die unverbrüchliche Treue der Menschen zu sichern.
In the beginning, there's been a lot of fear, repression, purges used, arrests, and of course, fear is a big part of it. But no dictator can survive with just repression alone. They have to cultivate some form of popularity. Amin will den Leuten zeigen, dass er ihnen ein besseres, glücklicheres Leben bieten kann. Dabei wendet er sich vor allem an die Basis, an die Millionen Uganda der Unterschicht, die seit der Kolonialzeit im Teufelskreis der Armut gefangen sind. People have a need for stability. They need to feel like they're taken care of. And that's something that dictatorships provide. They want to ensure that the masses feel that there's a need for this dictatorship. When Uganda became independent in 1962, for most people, nothing much changed. Mit einer radikalen Idee will Amin den schwarzen Ugandern endlich wirtschaftliche Macht verschaffen. Für die Umsetzung seines Planes nutzt er ein klassisches Mittel von Diktatoren. If you want to bring people together and you want to give people a sense that the dictator must be in power because he is a savior or a guardian of their interests, then creating a common enemy is an extremely effective strategy. Now, in the case of Idi Amin, that common enemy stemmed from Indophobia, which was very common at the time, and it was directed towards the South Asian settlers in Uganda. Die Briten holten im 19. Jahrhundert Südasiaten nach Uganda, um die Wirtschaftskraft der Kolonie zu stärken. The British believed that the Africans weren't really capable of carrying out these economic positions, running shops and small businesses. In effect, the Asians were running pretty much all the Ugandan economy. Im Jahr 1972 machen die Asiaten nur 1% der ugandischen Bevölkerung aus. Doch sie betreiben 90% aller Geschäfte. Durch die Stigmatisierung der Asiaten und ihrer wirtschaftlichen Rolle will Amin Macht und Wohlstand auf die schwarzen Uganda übertragen. Dieses Vorgehen sorgt für weltweite Empörung und bestimmt den weiteren Verlauf seiner Herrschaft. Am 5. August 1972 befiehlt Amin die Ausweisung der gesamten asiatischen Bevölkerung Ugandas, also etwa 80.000 Menschen. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. It was early August 1972, and we had the radio on, and we heard this thing about that Asian expulsion, and we were oblivious. We said, "Nah, can't be. This must be some kind of joke or something." Aber Amin meint es todernst. Der Diktator gibt asiatischstämmigen Ugandern wie John Nazareth und seiner Familie nur 90 Tage, ihr Geschäft zu schließen und in ein anderes Land auszuwandern. Panic. It was pretty rough. The less serious you took it, I don't know whether it was just a defensive mechanism in the mind to make light of something, because if you didn't laugh, you'd cry. Weltweit verurteilt die Presse Amin für seine drastische Maßnahme und äußert ihre Kritik oftmals in Karikaturen und Rassismus. The reaction abroad, particularly in the UK, was to really make Amin seem a heartless monster, to make him the notorious dictator that he has become. Doch in Uganda und in ganz Afrika sehen viele in Amin einen kühnen Pionier und Verteidiger der Rechte der Schwarzen. Letztlich werden mehr als 50.000 Uganda asiatischer Herkunft aus dem Land vertrieben. Amin enteignet die asiatischen Geschäftsinhaber. Er schöpft einen Großteil ihrer Einkünfte für seine Regierung ab und verteilt ihren Besitz unter seinen Anhängern.
Amin was the source of a future for so many people. Uganda had suddenly become a land of opportunity for its black population. He tapped into something big. I mean, this was almost like a social revolution, except it had been carried out from above. Die Ausweisung der Asiaten führt tatsächlich zu einem Umbruch in Ugandas Wirtschaft. Allerdings nicht so, wie Amin es sich vorgestellt hat. The impact on the economy was disastrous. It was a big disaster because the Africans who took over these businesses had no experience at all in the management of these properties. Über Jahrzehnte haben asiatische Geschäftsleute die Lieferketten kontrolliert. Nun brechen sie zusammen. Den Herstellern fehlen Fertigteile und Rohstoffe. Arbeitslosigkeit greift um sich. Die Regale in den Geschäften bleiben leer und Produkte des täglichen Bedarfs wie Streichhölzer und Zucker fehlen. Then there was a phenomenon of crime. These were burglars, these were bandits invading homes and stealing from people. It was on the rise, stimulated by the biting economic conditions. The support that he had gained through the Asian expulsion was beginning to wane to ensuring a running economy or a rule of law. Amin had lost that credibility. Nun stellen sogar Amins glühendste Anhänger seinen Führungsstil in Frage und er muss eine Revolte fürchten. Um die Öffentlichkeit wieder für sich zu gewinnen, verfolgt er eine neue Strategie. Er versucht, das Volk von seiner gescheiterten Politik abzulenken. It's an important tool for any dictator. It's a way of distracting people from the transgressions of the regime, from the repression, from the poor policies. The economy was doing terribly. He was running the country into the ground. Amin will die Aufmerksamkeit von der schwachen Wirtschaft abwenden und stattdessen auf sich selbst ziehen. An important aspect about Amin is the theatricality of his personality, right? He loved to make a spectacle, a show of things, and he loved to ruffle feathers. Der Diktator beginnt einen Krieg der Worte mit der Außenwelt. Er schickt zweifelhafte, provokante Telegramme an verschiedene Staatsoberhäupter. One example of this would be when he sent the Queen of England a telegram telling her not to get her knickers in a bundle over something that he had done. The world were outraged. How can you send such an inappropriate message to the Queen of England talking about her underpants? There's one telegram that he sent to Nixon, the US president, congratulating him after he had been impeached over the Watergate scandal. He deployed irrationality as a performative tactic to try and get people talking about him. He loved a good show, he loved a good performance, and so by engaging in these sometimes over-the-top, outrageous behaviors, by sending these missives to various heads of state saying various inappropriate things, he was able to get people's eyes focused on him. Wieder einmal überschlägt sich die Presse mit Berichten und Bildern, die Idi Amin als gedankenlosen, verwirrten Despoten darstellen. These newspapers said, look, this man is crazy. He is a buffoon. Actually, they used the word buffoon. Doch die Strategie geht auf. Viele Uganda vergessen ihre wirtschaftlichen Sorgen und lassen sich von ihrem Diktator begeistern, der es auf der Weltbühne mit dem Westen aufnimmt. So when he projected himself as a critic of colonialism,
as a protester against white domination, he received very high marks. Part of the reason why many people have not taken Amin seriously is because of his antics. But I think we need to take these telegrams and these missives very seriously because they tell us a lot about the inner calculus of the political machine that was, Amin. Noch kann Amin sich in der Gunst des Volkes halten. Doch als Ugandas Wirtschaft 1978 einen absoluten Tiefpunkt erreicht, bekommt er ein akutes Problem. Seine Regierung ist beinahe bankrott und kann Amins einst treue Armee nicht mehr finanzieren. So gerät sie zusehends außer Kontrolle. Amin created a hyper-militarized state. What he did is, over time, he created multiple different organizations that were responsible for various aspects of security in the country. As these groups were able to amass increasing amounts of power, they were not necessarily loyal to him anymore. And so eventually the militarism which had brought him power was what ultimately undid him. Milton Obote ist nun seit fast 8 Jahren im Nachbarstaat Tansania im Exil und beobachtet die Situation genau. Er mobilisiert tausende ugandischer Rebellen für die tansanische Armee und wartet auf den richtigen Moment für einen Angriff. Increasing numbers of exiles were organizing in Tanzania, and they were getting more and more international support. So he was very much under threat. Amin sieht in dieser Krise eine Möglichkeit, wie er sein bröckelndes Regime konsolidieren und dem Angriff Tansanias zuvorkommen kann. Er greift zu einem riskanten Schachzug, den schon viele andere Diktatoren unternommen haben. This war was about trying to give the soldiers something concrete to focus on that was not going to get them involved in other business that they shouldn't be involved in, such as questioning the authority of the state. Im Oktober 1978 marschieren ugandische Truppen in Tansania ein. Amin kann seine Armee nicht mehr bezahlen und so plündern sich die Soldaten in Tansania durch ein knapp 2000 Quadratkilometer großes Gebiet. During the invasion, they massacred every living thing that was around. Reports suggest that it was complete and total destruction. Das Risiko, das Amin mit diesem Krieg eingegangen ist, scheint sich auszuzahlen. Er verkündet einen überwältigenden Sieg. Allerdings hat er den Willen seiner Feinde und die Stärke seiner eigenen Armee falsch eingeschätzt. The Tanzanians weren't going to take lightly, and in fact, they came back full force and recaptured their territory, pushing Amin back into Uganda, pushing his troops back. And so instead of fighting back, Amin's troops were very dilapidated by the end, a disorganized mess. And so it was very easy for the Tanzanian army, who at this point were very highly organized, to chase after Amin and his soldiers. Da seine Truppen zum Rückzug gezwungen sind, verbarrikadiert Amin sich in seiner Residenz in Kampala. Am 10. April 1979 nehmen die tansanischen Truppen die ugandische Hauptstadt ein. Amins Feldzug hat sich als fataler Fehler erwiesen. This entire episode, which stemmed from Amin realizing that he was losing control of his regime, led him to go on a misadventure and make a mistake. It was a huge misstep
for Idi Amin because it led to the end. Mit einer Kombination aus populistischem Charme und brutaler Gewalt konnte Idi Amin einen strengen Polizeistaat aufbauen und so 8 Jahre lang über Uganda herrschen und die gesamte Welt in Atem halten. Das ist jetzt vorbei. Als am 11. April 1979 tansanische Truppen und ugandische Rebellen sein Anwesen umzingeln, steigt Amin in einen Militärhubschrauber und setzt sich ins Ausland ab. Millionen Uganda sind endlich von Amins Gewaltherrschaft befreit und feiern in den Straßen. Doch sie müssen auch das Vermächtnis des Diktators aufarbeiten, die zerstörte Wirtschaft und den Mord an Hunderttausenden ihrer Landsleute. There are people who lost parents as a result of Idi Amin and have never recovered. I lost my brother. I lost my sons. I lost my close relatives. Während Milton Obote nach Uganda zurückkehrt, um erneut als Präsident anzutreten, flieht Amin in den Nahen Osten. Dort wird ihm aufgrund seiner muslimischen Wurzeln Zuflucht gewährt. Schließlich zieht er sich in Saudi-Arabien in ein sicheres und komfortables Exil zurück. Once Amin got to Saudi Arabia, he had a very nice lifestyle. The Saudi government put him up in a very beautiful house. He was able to marry at least 2 additional women. And so, by all accounts, it would appear that Amin ended his days without ever having to pay for the violence and devastation that he brought to Uganda. Idi Amin verbringt einen ruhigen Lebensabend, ohne sich je für seine Verbrechen verantworten zu müssen, und stirbt 2003 friedlich an Nierenversagen. Doch die Kultur der militaristischen Gewalt dauert in Uganda seit seinem Sturz 1979 weiter an. Das Land hat Phasen von relativer Stabilität und Frieden erlebt, doch alle Nachfolger Amins haben ähnliche Methoden eingesetzt, um ihr Volk einzuschüchtern und zu kontrollieren. Every leader since Amin has relied upon military force to maintain power and to stifle dissent, largely because they have learned through Amin that violence is effective, violence works. The violence that was inculcated and supported by Amin's militarism is something that lives on as one of his most enduring legacies.